Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, sein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hi Tom, wie geht es dir heute? Hi Anna, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Ich möchte heute über etwas Wichtiges sprechen. Worüber möchtest du sprechen, Anna? Ich möchte darüber reden, wie man seine Lesefähigkeiten verbessert. Das ist ein tolles Thema. Lesen ist sehr wichtig. Ich möchte meine Lesefähigkeiten auch verbessern. Ich habe einige Ideen, wie wir das tun können. Kann ich sie mit dir teilen? Ja, bitte. Ich würde gerne deine Ideen hören. Zuerst denke ich, dass wir jeden Tag lesen sollten. Selbst wenn es nur 10 oder 15 Minuten sind, hilft es sehr. Da stimme ich zu. Manchmal lese ich morgens einen kurzen Artikel. Das macht mir ein gutes Gefühl und hilft mir, den Tag zu beginnen. Das ist eine gute Gewohnheit. Du kannst auch eine Seite aus einem Buch oder eine Nachrichtengeschichte lesen. Der Schlüssel ist, jeden Tag ein bisschen zu lesen. Ich werde versuchen, mir jeden Tag eine Zeit zum Lesen einzuplanen. Vielleicht morgens mit meinem Kaffee. Das ist ein großartiger Plan. Als nächstes denke ich, dass wir interessante Themen wählen sollten. Wenn wir etwas lesen, das uns gefällt, ist es einfacher und macht mehr Spaß. Ja, ich lese oft über Sport und Reisen. Diese Themen mag ich. Ich lese gerne über Wissenschaft und Natur. Wir können verschiedene Themen auswählen und sie miteinander teilen. Das klingt nach Spaß. Ich werde eine kurze Geschichte über Reisen lesen und du kannst einen Artikel über Wissenschaft lesen. Dann können wir darüber sprechen, was wir gelernt haben. Genau. Eine weitere Idee ist, laut zu lesen. Wenn wir laut lesen, üben wir gleichzeitig das Sprechen und das Zuhören. Das habe ich noch nie ausprobiert. Wie funktioniert das? Es ist einfach. Du nimmst einen kurzen Absatz und liest ihn laut vor. So kannst du die Wörter und Sätze üben. Es hilft dir, den Text besser zu verstehen. Ich werde versuchen, einen Absatz aus meinem Buch laut zu lesen. Ich denke, das wird mir auch bei meiner Aussprache helfen. Ja, das wird es. Und du kannst dich sogar aufnehmen und später anhören. Das ist eine gute Idee. Ich könnte das mit meinem Lieblingsgedicht machen. Eine andere Möglichkeit, die Lesefähigkeiten zu verbessern, besteht darin, Fragen zum Text zu stellen. Nachdem du gelesen hast, kannst du dich fragen, was ist die Hauptidee? Was habe ich gelernt? Das mache ich oft, wenn ich ein Kapitel beende. Es hilft mir, die wichtigen Punkte zu merken. Ich schreibe auch gerne eine kurze Zusammenfassung von dem, was ich gelesen habe. Das macht die Informationen klarer in meinem Kopf. Zusammenfassen ist sehr nützlich. Es zeigt, dass du den Text verstehst. Ja, und es lässt dich tiefer über die Worte nachdenken. Wir können auch ein Wörterbuch benutzen, wenn wir neue Wörter sehen. Ich habe immer ein kleines Wörterbuch dabei. Wenn ich ein neues Wort sehe, schaue ich es nach. Das ist eine gute Gewohnheit. Neue Wörter zu lernen macht das Lesen einfacher und interessanter. Ich versuche jeden Tag 1 oder 2 neue Wörter zu lernen. Ich schreibe sie in mein Notizbuch. Das ist hervorragend. Du kannst diese Wörter auch beim Sprechen und Schreiben verwenden. Ich möchte fragen, sollten wir verschiedene Textarten lesen? Ja, das sollten wir. Wir können Geschichten, Gedichte, Nachrichtenartikel und sogar kurze Essays lesen.
Jede Textart hilft uns auf unterschiedliche Weise. Ich lese gerne Geschichten, weil sie unterhaltsam und fantasievoll sind. Gedichte sind auch schön. Sie verwenden wunderschöne Wörter. Nachrichtenartikel sind sehr informativ. Sie helfen uns, die Welt kennenzulernen. Kurze Essays sind gut, um neue Ideen und Meinungen zu lernen. Ich werde versuchen, eine Mischung aus all diesen Textarten zu lesen. Das macht meine Leseübung interessanter. Tom, hast du jemals versucht, ein Buch aus einer Reihe zu lesen? Nein, das habe ich nicht. Was ist eine Reihe? Eine Reihe ist eine Sammlung von Büchern, die eine Geschichte über mehrere Teile erzählen. Jedes Buch ist kurz und leicht zu lesen. Das klingt interessant. Ich mag Geschichten, die sich über viele Kapitel erstrecken. Ja, Bücher aus Reihen sind großartig zum Üben. Sie sind nicht zu schwer und du kannst die Charaktere über die Zeit hinweg verfolgen. Ich werde nach einem Reisebuch aus einer Reihe suchen. Ich möchte sehen, was als nächstes in der Geschichte passiert. Ich empfehle, die Bibliothek oder eine Buchhandlung zu besuchen. Viele Reihen sind bei Anfängern sehr beliebt. Ich werde am Wochenende die Bibliothek besuchen. Ich möchte neue Bücher finden, die ich lesen kann. Das ist eine gute Idee. Bibliotheken haben viele kostenlose Bücher und du kannst den Bibliothekar um Hilfe bitten. Ich möchte auch nach Leseclubs fragen. Kennst du Clubs, die sich treffen, um Bücher zu lesen und zu besprechen? Ja, ich habe von einem lokalen Leseclub gehört. Sie treffen sich jede Woche im Gemeindezentrum. Das klingt schön. Was machen Sie im Club? Sie lesen eine Kurzgeschichte oder ein Kapitel eines Buches und sprechen dann darüber. Es ist eine gute Möglichkeit, das Sprechen zu üben und neue Leute kennenzulernen. Ich würde gerne einem Leseclub beitreten. Es wird mir helfen, mein Deutsch zu verbessern und neue Freunde zu finden. Ich kann beim ersten Mal mit dir gehen, wenn du möchtest. Wir können zusammen lernen. Danke, Anna. Ich schätze das. Ich fühle mich sicherer, wenn ich neue Dinge mit einem Freund versuche. Ich empfinde das genauso. Es macht mehr Spaß, zusammen zu lernen. Ich habe noch eine Frage. Denkst du, dass Technologie beim Lesen hilft? Ja, das denke ich. Es gibt viele Apps und Websites für Leseübungen. Du kannst auf deinem Handy oder Tablet lesen. Ich benutze eine App, die jeden Tag Kurzgeschichten zeigt. Es ist einfach zu lesen und kostenlos. Das ist eine großartige Möglichkeit zu üben. Du kannst den Text auch hören, während du liest. Es hilft bei der Aussprache. Ich finde die Idee gut. Ich werde versuchen, die App öfter zu nutzen. Technologie macht das Lesen zugänglich und unterhaltsam. Tom, lass uns zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Ja, bitte. Ich möchte alle Ideen im Gedächtnis behalten. Zuerst haben wir gesagt, dass es sehr wichtig ist, jeden Tag zu lesen. Selbst 10 oder 15 Minuten können einen großen Unterschied machen. Ich werde versuchen, jeden Tag zur gleichen Zeit zu lesen. Zweitens sollten wir interessante Themen wählen. Über Dinge zu lesen, die uns gefallen, macht es angenehmer. Ich werde Geschichten über Reisen und Wissenschaft auswählen. Drittens hilft lautes Lesen, die Sprech- und Hörfähigkeiten zu verbessern. Es hilft auch bei der Aussprache. Ich werde versuchen, Absätze laut aus meinem Buch zu lesen. Wir haben auch darüber gesprochen, Fragen zu stellen und nach dem Lesen zusammenzufassen. Das hilft dir, den Text besser zu verstehen. Ich werde nach jedem Kapitel eine kurze Zusammenfassung schreiben. Ein Wörterbuch zu benutzen, um neue Wörter zu lernen,
ist sehr nützlich. Es macht das Lesen einfacher. Ich werde weiterhin jeden Tag 1 oder 2 neue Wörter lernen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es wichtig ist, verschiedene Textarten zu lesen. Geschichten, Gedichte, Nachrichtenartikel und Essays helfen auf unterschiedliche Weise. Ich werde eine Mischung aus all diesen Arten lesen, um meine Fähigkeiten zu verbessern. Ich habe vorgeschlagen, Bücher aus einer Reihe auszuprobieren. Sie sind kurz und leicht zu lesen, und du kannst die Geschichte über viele Teile verfolgen. Ich werde in der Bibliothek nach einem Reisebuch aus einer Reihe suchen. Auch dem Leseklub beizutreten ist eine gute Idee. Es hilft dir, das Sprechen zu üben und neue Freunde zu finden. Ich möchte einem lokalen Leseklub beitreten. Ich werde im Gemeindezentrum nachfragen. Schließlich haben wir über die Nutzung von Technologie gesprochen. Lese-Apps und Websites können das Üben unterhaltsam und zugänglich machen. Ich werde meine Lese-App häufiger nutzen. Sie zeigt jeden Tag Kurzgeschichten. Ja, und du kannst den Text hören, während du liest. Es hilft bei der Aussprache. Danke, Anna. Ich habe heute viel gelernt. Ich fühle mich sicherer, meine Lesefähigkeiten zu verbessern. Gern geschehen, Tom. Ich freue mich, diese Ideen mit dir teilen zu können. Denk daran, Übung ist der Schlüssel. Wenn wir jeden Tag ein bisschen lesen und diese Tipps nutzen, werden wir unsere Fähigkeiten im Laufe der Zeit verbessern. Ich werde mein Bestes geben. Ich weiß, dass es Zeit braucht, aber ich bin bereit, hart zu arbeiten. Das ist der Geist. Wir können uns gegenseitig helfen und unsere Fortschritte teilen. Lass uns nächste Woche wieder treffen, um über unsere Lesegewohnheiten und das, was wir gelernt haben, zu sprechen. Ja, das würde ich sehr gerne. Ich werde jeden Tag eine Zusammenfassung meiner Lektüre schreiben und wir können darüber sprechen. Tolle Idee, Tom. Ich werde das Gleiche tun. Es wird Spaß machen, unsere neuen Wörter und Ideen zu vergleichen. Ich freue mich darauf, mit dir diese Leseherausforderung zu starten. Danke, dass du diese Tipps geteilt hast. Gern geschehen, Tom. Ich bin froh, dass wir zusammen lernen können. Ich sehe dich nächste Woche. Bis dahin viel Spaß beim Lesen. Ja, viel Spaß beim Lesen, Tom. Pass auf dich auf. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und fließiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.